Schon mal aus Versehen jemandem du gesagt und dann war's peinlich? Oder gesagt, ich habe gegangen und alle gucken komisch? Heute klären wir das, und zwar mit einfachen, echten Sätzen für den Alltag. Genau, du lernst heute Phrasen, die du sofort nutzen kannst, im Café, im Supermarkt, bei Nachbarn, bei Smalltalk. Alles auf A2-Niveau, ohne Stress, aber mit vielen kleinen Tricks. Hi zusammen, ich bin Tim. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen das heute richtig praktisch, mit Beispielen und kurzen Rollenspielen. Und zum Üben später, die ganze Lektion ist auf Vocabli. So, lass uns direkt starten, denn ja, diese Sätze retten dich echt im Alltag. Also, fangen wir mit Begrüßung und Smalltalk an. Ganz simpel. Hallo, wie geht's? Oder etwas höflicher Guten Tag, wie geht es Ihnen? Das kleine Wort Ihnen ist die Sie-Form, also formell. Ja, und wenn du unsicher bist, sag erst mal Sie. Du kannst später fragen, wollen wir du sagen? Das ist höflich und einfach, und die andere Person sagt dann schon, was passt. Gute Idee. Und noch so ein Starter. Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit? Das nutzt du, wenn du jemanden auf der Straße ansprichst oder im Laden nachfragst. Lass uns ein Mini-Rollenspiel machen, Tim, so im Café, okay? Situation: Du willst Kaffee bestellen, höflich, aber nicht steif. Ich bin die Bedienung. Alles klar. Guten Tag. Ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Und ein Glas Wasser, wenn es geht. Dann warte ich, lächle ein bisschen und sage am Ende, Danke. Perfekt. Und ich antworte als Bedienung, kommt sofort. Möchten Sie noch etwas? Dann kannst du sagen, nein, das ist alles, danke, oder, doch, haben Sie vegane Milch? Das ist freundlich und klar. Wichtig ist das Wort gern oder gerne. Ich hätte gern klingt höflich. Viele lernen nur ich will, aber das ist, ziemlich direkt. Ich hätte gern wirkt netter. Genau. Und wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach, könnten Sie das bitte wiederholen, oder kürzer, wie bitte, das ist echt Gold im Alltag. Noch ein Satz, der immer hilft. Wie heißt das auf Deutsch? Du zeigst auf das Ding vielleicht im Supermarkt und fragst nach dem Wort. So lernst du gleich im Kontext. Apropos Supermarkt, da klappt oft Entschuldigung, wo finde ich, und dann das Produkt, zum Beispiel Hafermilch. Wenn du unsicher bist, häng bitte dran, wo finde ich Hafermilch, bitte, klingt direkt freundlicher. Ich erzähl kurz eine echte Geschichte. Naja, so eine klassische Lernpanne. Eine Person wollte sagen, dein Essen ist lecker, aber sie hat eklig gesagt. Ekelig heißt disgusting. Uff, das war echt unangenehm. Oh nein, ja, das tut weh. Sicherer ist, es schmeckt sehr gut, oder das ist wirklich lecker, sprich langsam, betone die Vokale, und wenn du unsicher bist, nimm den Satz mit schmeckt sehr gut. Noch ein Satz für Einladungen zu Hause in Deutschland. Soll ich die Schuhe ausziehen? Viele Leute mögen das. Das zeigt Respekt und macht direkt einen guten Eindruck. Total. Und wenn du selbst Gastgeber bist, kannst du freundlich sagen, magst du die Schuhe ausziehen? Oder formell, möchten Sie die Schuhe ausziehen? Mit Lächeln geht das gut. Kleiner Tipp zum Tempo, sag auch mal einen Moment, bitte. Oder ich überlege kurz. Das gibt dir Zeit. Und alle verstehen, dass du kurz denkst. Lass uns ein zweites kurzes Rollenspiel machen, diesmal im Supermarkt. Ich bin Kundin, du bist Mitarbeiter, okay? Ich brauche Reis und bin, leicht Lust. Okay, los. Du sagst, Entschuldigung, wo finde ich Reis bitte? Und ich sage, der ist im Gang 3, links unten. Wenn du es nicht hörst, sagst du,
könnten Sie das bitte wiederholen? Ganz easy. Genau, und wenn du dich bedanken willst, sag nicht nur Danke, sondern gerne, vielen Dank, das hilft mir sehr, das klingt warm und höflich, ohne zu formell zu sein. Noch was zu Sie und du. Im Job, bei der Ärztin, beim Amt, lieber Sie. Bei Freunden, Nachbarn nach ein paar Gesprächen, oft du. Wenn du zweifelst, frag, wollen wir du sagen? Das ist super neutral. Mini-Quiz, mal kurz testen. Was heißt, könnten Sie das bitte wiederholen, na? Es heißt, can you repeat that, please? Und zweite Frage, in welcher Situation sagst du eher Sie? Genau, bei formellen Kontakten, zum Beispiel im Büro oder im Laden. Sehr gut. Und wenn jemand zu schnell spricht, sag ruhig, Entschuldigung, könnten Sie etwas langsamer sprechen? Oder informell, kannst du bitte etwas langsamer sprechen? Das nimmt den Druck raus. Manchmal sprechen Leute Dialekt. Das ist schön, aber schwer. Dann hilft, Entschuldigung, ich verstehe Dialekt nicht so gut. Könnten Sie Hochdeutsch sprechen, freundlich sagen, nicht genervt, dann passt das. Kleines Thema Aussprache, weil's echt wichtig ist. Lecker hat ein klares nicht Und TSCH in Deutsch ist wie TSCH. Wenn du unsicher bist, wiederhol das Wort laut, langsam, zweimal. Die Leute sehen, du gibst dir Mühe. Beim Vorstellen brauchst du nicht viel. Hallo, ich heiße Julia. Und du? Oder formell, guten Tag, ich bin Julia Meier. Wie heißen Sie? Dann kommt oft, freut mich, das ist ein schönes, kurzes Wort. Und für Smalltalk nimm einfache, sichere Fragen, wo wohnst du? Oder wo wohnen Sie? Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? Wenn du die Antwort nicht verstehst, sag, okay, kannst du das anders sagen? Erzählen über den Tag geht auch simpel, ohne komplizierte Grammatik. Sag, heute gehe ich ins Kino oder gestern bin ich ins Kino gegangen. Achtung, bei Bewegung nimm bin gegangen, nicht habe gegangen. Das ist so ein Klassiker. Ja, und im Café kannst du variieren. Bekomme ich auch eine Quittung, bitte? Oder kann ich mit Karte zahlen? Wenn's nicht geht, hörst du oft, nur Barzahlung. Dann sagst du, alles klar, kein Problem. Wenn etwas schief geht, brauchst du kleine Rettungswörter. Oh, Entschuldigung, das war ein Missverständnis, oder das meine ich nicht so, und dann erklärst du kurz, ganz ruhig, mit einem Lächeln. Das hilft wirklich. Zweiter Mini-Dialog, diesmal Hausbesuch bei Freunden. Du klingelst, Tür geht auf. Du sagst, hallo. Soll ich die Schuhe ausziehen? Die Person sagt, ja, bitte, das wäre nett. Dann du, klar, kein Problem. Danke für die Einladung. Und am Tisch sagst du sicher, es schmeckt sehr gut, oder vielen Dank fürs Kochen, wenn du noch mehr willst, sag, könnte ich bitte noch etwas Salat haben? Das klingt höflich und direkt. Wenn du etwas nicht magst, bleib freundlich. Danke, aber ich bin schon satt. Oder danke, ich esse keinen Fisch. Kurz ehrlich, ohne lange Erklärung. Das ist völlig okay. Ein Lerntrick, den viele unterschätzen. Frag im Alltag oft, wie heißt das auf Deutsch? Das geht an der Kasse, im Büro, bei Freunden. So wächst dein Wortschatz genau da, wo du ihn brauchst. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Schau Kindersendungen. Die Sprache ist langsam und klar, die Themen sind einfach und du hörst viel Alltagssprache. 10 Minuten pro Tag helfen schon. Was sagst du, Tim, noch ein kleiner Kassendialog? Das ist so eine Alltagsszene, die alle brauchen. Gerne. Du, Entschuldigung, wo kann ich anstehen? Die Person, hier bitte. Dann du, danke. Ich habe nur 2 Sachen. Und an der Kasse, ich nehme keine Tüte, danke. Oder eine Tüte bitte.
Wenn du die Summe nicht verstehst, frag, wie viel kostet das, bitte, und wenn du eine Zahl nicht kennst, wiederhol langsam, 12 Euro, das zeigt, dass du sicher sein willst, und das ist total normal. Beim Verabreden sind folgende Sätze super. Hast du morgen Zeit? Wollen wir uns am Nachmittag treffen? Und wenn du absagen musst, tut mir leid, ich kann heute nicht. Geht es morgen? Kurz und höflich reicht. Und wenn du jemanden loben willst, nimm sichere Phrasen. Gute Idee, das gefällt mir, du sprichst sehr klar, so vermeidest du heikle Wörter und klingst trotzdem positiv. Noch ein Missverständnisklassiker. Jemand redet, du verstehst die Hälfte. Sag, ich verstehe das Thema, aber nicht jedes Wort. Oder könnten Sie das anders erklären? Viele sind dann extra hilfsbereit. Manchmal fragen Leute direkt, warum lernst du Deutsch? Du kannst antworten, für die Arbeit, oder weil ich hier lebe, oder ich finde die Sprache schön, einfach und ehrlich, das ist immer gut. Und wenn du Hilfe brauchst, baue die Bitte sanft. Könnten Sie mir bitte helfen? Oder informell. Kannst du mir mal helfen? Das kleine Mal macht es weicher und natürlicher. Zum Abschluss ein Miniset, das du fast jeden Tag nutzen kannst. Entschuldigung, bitte, danke, gern geschehen, kein Problem. Mit diesen 5 Wörtern kommst du wirklich weit, in fast jeder Situation. Kurze Frage an euch. Welche Höflichkeitsphrase benutzt ihr am häufigsten und in welcher Situation? Schreibt uns das gern. Ich bin echt neugierig auf eure Beispiele. Und wie versprochen, die freundliche Erinnerung, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Probier das mal aus, es passt super zu dem, was wir hier geübt haben. Bis zum nächsten Mal.